Willkommen zurück, ich bin Gordon und in einer zurückliegenden Folge habe ich euch die AK-Style Selbstladeflinte Wepa 12 von Molot vorgestellt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, findet ihr den Link unten in der Beschreibung. In der heutigen Folge seht ihr nun den angekündigten Funktionstest von Schrotpatronen verschiedener Hersteller und Slugs mit der Wepa 12. Zusätzlich gibt es dann noch Aufnahmen vom verbauten Rotpunktvisier und wie das Ganze aus First-Person-Perspektive in Slow-Motion aussieht. Viel Spaß dabei! Da ich hier zuerst Schrotpatronen verschieße, muss erstmal noch der Choke verbaut werden. Dabei handelt es sich um einen Full Choke aus dem Zubehör von SGM Tactical, der einfach zwischen den Lauf- und dem Mündungsfeuerdämpfer oder Kompensator verschraubt wird. Den Choke verwende ich hier, damit ich neben dem Funktionstest auch die Munition bewerten kann, um später das Streupattern vergleichen zu können. Geschossen wird mit den Schrotpatronen auf 10 Meter auf eine BDS-Kurzwaffenscheibe. Das Ganze ist aber weniger ein wissenschaftlicher Test, als vielmehr wirklich nur eine Einschätzung, was man hier zum Beispiel für Fallscheibe oder, wenn euer Verband das zulässt, auch für Trap oder Skeet erwarten kann. Die Munition, die zum Test steht, sind Rottweil Special Trap 24, S&B Practical Sport, S&B Trap 24 Super und Forest Ammo 1270 High Velocity und zum Abschluss ein Klassiker, und zwar die Brennecke Slugs Clean Speed Plus, die dann natürlich ohne Choke. Kandidat 1, Rottweil Special Trap 24. Gehen gut ins Magazin rein, keine Probleme. Zuführung auch in Ordnung. Im Schuss ziemlich weich, also nicht so hart geladen. Angenehm zu schießen. Auch die restlichen Patronen aus der Schachtel ergaben volle Funktion in der Wepa 12. Keinerlei Störung, weder bei der Zuführung noch beim Schuss. Nachgemessen liegt die 75%ige Garbenabdeckung auf der 10 Meter Distanz bei ca. 25 cm. Kandidat Nummer 2, S&B Practical Sport. Rückschlag etwas stärker, aber vergleichsweise sanft. Bei der Practical Sport ebenfalls volle Funktion in der Wepa 12. Keinerlei Störung bei allen Patronen. Die 75% Garbenabdeckung liegt bei dieser Patrone auf der 10 Meter Distanz bei wesentlich engeren 15 cm. Der dritte Kandidat ist S&B Trap 24 Super. Rückschlag ist hier vergleichbar mit der Rottweil-Patrone und auch hier volle Funktion in der Wepa 12. Ebenfalls keinerlei Störungen bei sämtlichen Patronen.
Die 75% Garbenabdeckung liegt mit der Trep 24 Super bei ebenfalls engen 16 cm. Nummer 4 von den Schrotpatronen ist Forest Ammo 1270 HV. Die Forest 1270 HV ist, wie die Bezeichnung schon zu befürchten ließ, ein guter Dampfhammer, aber keinerlei Störung in der Weber 12 und die 75% Garbenabdeckung ist mit 13 cm die engste von der Auswahl. Die 5. Patrone im Bunde ist keine Schrotpatrone, sondern eine mit Flintenlaufgeschoss, und zwar der Klassiker Brennecke KO Clean Speed Plus. Deshalb schraube ich hier auch den Choke wieder ab. Die Entfernung ist nun auch nicht mehr 10, sondern 25 Meter. Die eigentliche Schussfunktionalität in der Weber 12 ist soweit in Ordnung. Das heißt, es wird ausreichend Druck erzeugt, um den Selbstlademechanismus zuverlässig funktionieren zu lassen. Aber es gab leider ca. alle 20 bis 30 Patronen eine Zuführungsstörung, die sich so äußert, dass sich der Rollkrimp beim Schließen im Verschluss verhakelt hat. Die hervorragende Präzision ist zwar super, aber trotzdem werde ich hier wohl mal ein paar Alternativen von anderen Herstellern ausprobieren. Bis auf die Slugs gab es mit allen Varianten im Test keinerlei Probleme in der Weber 12, was auch meine Erfahrung soweit bestätigt, dass die Weber so ziemlich alles frisst, was man da reinstopft. Für meine sportlichen Bereiche werde ich die Patronen von Rottweil aber wohl eher weglassen, da ist mir die Streuung für bestimmte Disziplinen einfach zu groß. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Ganze trotz eher trockener Scheibenballerei einen Mordsgaudi gemacht hat. Die Weber 12 macht einfach gute Laune. Zum Abschluss habe ich für euch jetzt noch ein paar Slow-Motion-Impressionen. Los geht's mit dem Red Dot in First-Person-Perspektive und ein bisschen Technik von der Weber. Viel Spaß dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Teilen und Abonnieren. Bis dahin.